wollte mal was berichten über die Truman Show, einen Nachtrag, weil das Thema von dem Film ist so groß. Ja, da kostet Sprecher und Sprecher, das ist so viel Detail, was die Psychologie angeht. Und das wollte ich eigentlich noch sogar noch sagen. Aber das ist so ein großes Thema, da lange auch die 30 Minuten nicht, was man über den Film sprechen kann. Und das war noch ein Faktor, den wollte ich erzählen, haben es aber nicht erzählt und wollte halt jetzt das nochmal was drauf machen. Es gibt so Grundempfindungen von Menschen, wo der Mensch nicht stoppbar ist. Das ist der Selbsterhaltungstrieb, das ist die Liebe zum Menschen und der Trieb zur Freiheit. Und der lässt sich nicht unterdrücken. Und egal was man möchte, oder der Mensch wird versuchen, das durchzusetzen. Egal was für System das unterdrückt, der Mensch wird versuchen, trotzdem, was in ihm steckt, unter aller Umstände durchzuführen. Ja. Und deswegen fand ich die Truman Show in dem Sinn auch sehr schön, deswegen hat sie auch ziemlich hohe Note gekriegt, weil die Emotionen so, auch die ganze 3 Emotionen auch erklärt worden ist. Selbsterhaltungstrieb, Liebe zum Menschen und der Trieb zur Freiheit. Ja. Ja, die Liebe hat ja eigentlich sich erstmal in eine andere Frau verliebt, da haben sie dem aber irgendwie eine Schauspielerin aufgedruckt. Da hat er ja eigentlich, mit der hat er irgendwie zusammengekommen, weil er hat sie auch mal wieder gesucht, hat auch von der Fotos zusammengebastelt aus anderen Bildern, aus Magazinen, dass er ihr Bild vor Augen hat immer. Und er wollte ja eigentlich auf die Fugees, weil da ist ja die Frau nachgekommen und er wollte mit der wieder zusammenkommen. Ja. Dann kommen wir jetzt gleich zur Freiheit, Reisefreiheit, gell? Selbstbestimmung, Freiheit, was auch wieder ein Selbsterhaltungstrieb ist, Selbstbestimmung und Freiheit an sich. Ja. Er hat dann auch irgendwann hinterfragt, zum Selbsterhaltung, ist das alles wirklich? Hat die Frau doch recht gehabt? Und dann sind ja merkwürdige Sachen passiert und deswegen hat er es auch immer wieder hinterfragt, was passiert da? Und wollte eigentlich die Wahrheit erkunden. Das hat ja auch einen Selbsterhaltungstrieb. Ja. Dann Reisefreiheit. Ja. Man kennt es ja in echt in der DDR, die haben ja so ein System aufgefahren, um die Menschen zu hindern, aus der DDR rauszugehen. Und da war halt der Freiheitstrieb dann doch größer, dass immer oft wieder Leute geschafft haben, in der Westen zu gehen oder in andere Länder zu gehen. Die wollten sich die Reisefreiheit nicht nehmen. Vielleicht waren die echten Umstände der DDR auch zielstrebend, um zum Beispiel die fingierte Handlung zu schreiben, dass die da die Idee drauf hätten, weil in der Bubble, wo quasi der Truman lebt, da gab es auch keine Reisefreiheit und das fand ich eigentlich auch von der Emotionalität von dem Film sehr hochgegriffen, dass sie quasi das so vermittelt haben und dass sie dann quasi vom Reisen aufhalten wollen hin. Ja. Da ist dann der Logikfehler, wo man ein bisschen denkt, dass das so eine große Kuppel ist und dann haben sie aber doch nicht irgendwie die Fugees einbauen können. Man hätte ja auch beides machen können, den vom Reisen aufhalten können und dann irgendwann hätte man vielleicht die Fugees einbauen können, wo dann entdeckt, ja, irgendwie ist das irgendwie nicht echt. Trotzdem fand ich die Idee faszinierend, dass sie dem immer vom Reisen aufhalten wollen. Ja. Sei es, dass sie dem irgendwie was Dramatisches in der Kindheit eingeprägt haben, die Leute es immer dem ausgesprochen haben und so weiter. Aber er hat halt doch seinen Kopf durchgesetzt und hat alles in Bewegung gesetzt, um das System rauszutricksen, dass er endlich mal verreisen kann und hat dann auch herausgefunden, oh, dann geht es ja nicht weiter, ja, so DDR-Mauer. Und hat dann doch seinen Wille durchgesetzt und ist durch die ganze Umstände gegangen, um seinen Freiheitstrieb durchzusetzen. Das sind halt die Triebe im Menschen, wo der Mensch eigentlich nicht zum Aufhalten ist. Ja?
Und es war in der DDR so, dann haben sie 1000 Sachen konstruiert, sind durchs Wasser geschwommen, in einen Tunnel graben, haben da irgendwie einen Ballon bastelt, Sollbar, sind aus Fenster gesprungen, nur um die Grenze zu überbrücken. So wie in der DDR nach Westdeutschland hin, so wollte er Truman in der Figur der Geschichte, ja, zu den Fugees. So, und dann haben sie dann auch versucht, überall aufzuhalten, wo er seinen Vater dann entdeckt hat. Auch so Selbsterhaltungstrieb und ein Liebestrieb, weil er hat seinen Vater geliebt. Ja. Und dann haben sie auch alles inszeniert, um die erstmal fernzuhalten, weil der Schauspieler, den sie ja drehbuchmäßig sterben gelassen haben, der hat sich ja schon wieder auf Truman zubewegt. Und deswegen hat mir der Film in ganz viele Ebenen mitgenommen. Und die Pluspunkte und Minuspunkte, deswegen hat er 9 verdient. Und ich fand halt, das sollte man halt noch einen Nachtrag machen, weil der Film hat so viel Stoff zum Erzählen. Da verkuppelst du, vergisst was und kannst gar nicht alles in 30 Minuten auf den Punkt bringen. Und ich habe sehr viel, ganz viel gestern über den Film erzählt. Ich fand den Film super. Deswegen hohe Note verdient. Ich denke mir jetzt aber jetzt nicht in meiner Filmsammlung holen. Ich kann ja bei Netflix anschauen, weil es ist ein virtueller Filmschrank Netflix. Und das passt schon. Ich habe einen Film, der ist in meiner Sammlung. Und es gibt Filme, die gucke ich halt nur bei Netflix an. Ja? Weil für mich ist so ein virtueller Filmschrank. Weil wenn ich mir alles kaufe, der da in meiner kleinen Dachbude, da funktioniert halt nicht. Ja? Aber wie schon gesagt, das wollte ich nochmal zugrunde geben, den Selbsterhaltungstrieb und auch der Trieb zur Freiheit. Die Liebe des Lebens ist ja auch so stark, wenn man jemanden wirklich liebt. Oder die Liebe zu seinem Vater, wo so stark war, dass er wirklich allein gegen ein ganzes System gekämpft hat, wo alle eigentlich gegen ihn waren und dann irgendwo bremst haben. Ja, sei es mit netten Worten oder mit der Autorität. Ja. Deswegen hat mir der Film eigentlich sehr mitgenommen, weil das sehr emotional ist, wenn einer gegen ein ganzes System kämpft und sich dann doch durchsetzt. Ja. Deswegen USA-Fahne, weil das für mich die Fahne von Frieden, ja, der Fahne der Freiheit. Und habe gedacht, eigentlich wollte ich es draußen drehen, bin ein bisschen unter Termindruck. Aber ich habe gedacht, okay, dreh es in der Bude. Wollte eigentlich in einem Filmfanzimmer drehen, aber gedacht, okay, die Fahne ist eigentlich quasi ein starkes Symbol, um das Thema zu verkörpern. Ja. Und ich denke mal, damit wäre mal die Akte Truman abgeschlossen.